Also auch hier habe ich das Gefühl, dass du dich wirklich ausleben kannst. Ja, es macht Spaß auf jeden Fall, ja. Ja, ich hatte mir das auch schon gedacht. Ne? Also wir haben das ja an dem anderen Instrument der Novus-Serie schon gehabt. Wir testen gerade hier die Novus-Serie, die neuen Novus-Modelle von Kawai. NV6, das ist dieses Upright-Modell und im Hintergrund steht der Flügel NV12, den haben wir uns auch angeguckt. Da findet ihr ein extra Video darüber. Schaut euch das gerne an, um auch die Unterschiede herauszukriegen. Wir arbeiten hier gleich mit einem Kunstkopfmikrofon, um eben die besonderen akustischen Eigenschaften auch darzustellen, die die Instrumente haben. Da kommen wir gleich noch im Einzelnen drauf. Wichtig für euch ist, es funktioniert nur mit Kopfhörer, weil dieses Kunstkopfmikrofon macht binaurale Aufnahmen über Lautsprecher oder am schlimmsten Falle, im schlimmsten Falle über ein Smartphone so gehört, wird es nicht funktionieren. Also bitte gute Kopfhörer. Also ja, wir sind hier bei den Hybrid-Digital-Pianos. Also wenn wir auf das Digitalpiano das beziehen, sind wir an der obersten Kante angekommen. Man darf davon ausgehen, dass hier wir das Beste vom Besten haben. Also Tastatur, Spielgefühl, Klang, Lautsprechersystem. Und da können wir gleich auch auf die Spezialität kommen. Hier haben wir auch Lautsprecher drin, aber hauptsächlich geht es darum, dass hier ein Transducer-Resonanzboden, hört man da auch, ein Transducer-Resonanzboden eingebaut ist, der eben einen schönen dreidimensionalen Klang erzeugen soll, einen räumlichen Klang vor allem. Und ja, das finden wir raus. Ich hoffe, das kommt auch für euch über den Kunstkopf, wie gesagt, mit Kopfhörern, so plastisch rüber, wie wir das hier im Studio hören. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch hier genauso nochmal bei den Klängen an. Ich habe schon einen Unterschied auch zu dem Flügelmodell gehört. Also von daher ist das sicher aufschlussreich für euch, wenn ihr die Videos mal vergleicht. Und wir gucken uns die Klänge nochmal an. Wir haben hier jetzt den Competition Grand gehört und wir schalten mal weiter zum SKEX Concert Grand. Auch schön. Auch schön, unbedingt. Also was mir auffällt, ist, diese Stücke, die kenne ich ja auch schon ein bisschen von dir. Die spielst du ja auch so bei unseren Digitalpiano-Tests. Aber hier kommen Nuancen raus, die ich sonst so nicht unbedingt gehört habe. Also viel dynamischer, ist auch eine andere Emotionalität, würde ich sagen. Also was mir total gut gefällt, ist, dass das so ein Instrument so eine Tiefe hat, aber selbst man in die Tiefe so reingehen kann. Ne? Also manchmal sitzt man ja an so einem übermächtigen Instrument und ist eigentlich man kann es gar nicht richtig ausschöpfen. Und hier geht das Instrument, es kommt dir so deinem Spiel entgegen und du kannst dich so ein bisschen immer rantasten an das, wo du hin willst und kannst dann aber immer noch ein bisschen weitergehen. Also die Möglichkeit ist einfach, das ist einfach richtig cool hier irgendwie was zu kreieren, Musik wirklich irgendwie. Also ich muss da nochmal nachfragen. Also das ist ja nicht nur die Tastatur, Nein. sicher, ne, sondern ist ja auch das, was so an Klang damit zusammenhängt. Also Ja. was du an Klang steuerst und was auch das Instrument dir zurückgibt. Ja. Dieses Feedback-System, also dass man darauf reagiert und man entdeckt noch eine Nuance und möchte die rausspielen. Meinst du sowas? Das Zusammenspiel von Klang, Tastatur, aber ja, er erzeugt so eine musikalische Tiefe, die an dem Instrument halt möglich ist, was entweder nicht möglich ist oder es ist zu krass, dass man gar da versinkt sozusagen. Aber hier kann man im positiven Sinne eintauchen, was du dann vielleicht dann hörst jetzt bei diesen Klangbeispielen. Ne? Ja, ja. Also es klingt für mich hier tatsächlich auch, das kommt auch hin, oder sagen wir mal so, das Versprechen wird eingelöst durch diesen Transducerboden, dass das so räumlich klingt irgendwie. Das strahlt in alle Richtungen ab. Und es klingt plastisch, auch hier, wenn ich daneben sitze. So. Ja. Genau, das hat man ja bei Digitalpianos nicht immer unbedingt, sondern da hat man ja Lautsprecher, die irgendwohin abstrahlen und es klingt irgendwie indirekt. Und hier habe ich das nicht. Also der Sound, der ist irgendwie kompakt, aber trotzdem weit. Also man hat eben nicht dieses typische Digitalpiano-Feeling. Hier sind 2, 3 Lautsprecher, die
die sind hier brülllaut und, ne, und dann an den Seiten aber schon weniger, sondern das ist wirklich so ein ganzheitlicher Sound und passt halt auch total gut zu diesem Format, zu diesem Upright-Format halt. Ne? Also das ist so. Ja, das ist schön. Also wenn ich das von hier, von der Seite sehe, dann höre ich aber auch die Töne, die du da hinten spielst. Also wirklich, die kann ich da lokalisieren. Das Ja, finde ich, ja. das finde ich faszinierend. Ja. Ich meine, Kawai macht das ja schon lange mit diesem Transducer-System, schon in der CA-Reihe schon viele Jahre. Aber hier ist es nochmal auf einem neuen Level und ist wirklich, also das muss man wirklich mal erlebt haben. Das ist wirklich, also das kann man kaum mehr von einem echten Klavier klanglich auseinanderhalten. Und jetzt auch die Tastatur hat, wie ich finde, nochmal einen Riesensprung gemacht nach vorne. Und das ist einfach eine geile Kombi. Ich würde das gerne auch erleben. Im Klassiktest. Ja, die würde ich gerne auch mal spielen. Da kann man ja nur Nuancen rausspielen. Ja, Das ist ja. ja Wahnsinn. Also wirklich sehr, sehr leise kann man drauf spielen und kann das so aufleben lassen. Und man wird auch belohnt. Das kommt alles zurück vom Instrument. Ja. Also das fühlt sich, kann ich jetzt schon mal sagen, nicht an wie ein Digitalpiano. Also wenn wir Nee, jetzt auf davon keinen Fall. ausgehen, diese Digitalpianos, Homepianos, die wir auch oft testen, diese Konsolenpianos, wie man es nennt, das fühlt sich komplett anders an. Also da geht man ja eigentlich schon so mit so einer Einstellung, ja, funktioniert im Wohnzimmer, das ist gut. Ne, auch da gibt man ja auch viel Geld dafür aus, unter Umständen. Also es ist ja nicht, kostet ja nicht immer irgendwie zwischen 500 und 1000 Euro, sondern auch durchaus mal 2.000, 3.000 Euro. Ja. Aber oft hat man, das ist vielleicht auch eine Designfrage, dass es dann sich anfühlt und auch klingt wie ein Digitalpiano. Und hier habe ich das nicht. Definitiv nicht. Gehe ich mit. Also ich hätte eher den Eindruck, ja, so würde ich mir ein akustisches Klavier wünschen, dass es so klingt. Das Ja. ist auch komisch jetzt. Ne? Aber ich spiele nochmal das andere Beispiel. Ja. Sehr feierlich. schön. Ich habe auch hier das Gefühl, ich muss so eine Woche üben, Ja. um mit der Tastatur wirklich spielen zu können. Also da oben habe ich auch noch einen anderen Ton erwischt. War jetzt nicht so sauber, aber da spielt man wirklich toll drauf. Kannst du vielleicht noch so ein paar so Neoklassik-Sachen mal probieren, die würde ich gerne mal hören. Also auch der Unterschied jetzt einmal ohne Pedal und dann gibt man das langsam in das Pedal rein. Also das funktioniert auch wirklich hochauflösend. Und ich merke auch bei den Pedalen, dass das anders funktioniert als an einem Digitalpiano. Ja, ja. Da muss man wirklich auch, da darf man gerne auch so feinfühlig und auch mit Kraft spielen. Also also man kann ja wirklich so. Jetzt hört man, das klingt ein bisschen nach. Das auch für so Sachen wie Edward Grieg ist das schön, wo man die Töne so ein bisschen verlängern möchte. Ne? Ne? Also das funktioniert sehr gut, finde ich. Ich bin begeistert davon, wie toll man darauf pianissimo sich ausdrücken kann. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr, wie du es eben gesagt hast, da ist unheimlich viel Raum drin, den man da entdecken kann. Und der Klang gibt einem das auch her. So, das ist also, man bekommt was zurück. Ja, also oft ist es so, was ich auch so aus dem Klavierunterricht bekomme, als Rückmeldung, man hat oft ein Instrument gekauft, mit dem kommt man dann eine Zeit lang gut aus, aber irgendwann will man dann vielleicht nochmal ein Upgrade machen. Und das ist so ein Instrument, wo kommt man relativ lange, kann man da
rein investieren an Spielzeit, an Übezeit und wird besser, weil einfach das Instrument so eine Tiefe dir anbietet und das ist natürlich erstaunlich für ein Digitalpiano, dass es dir diesen Raum so lange ermöglicht. Ja? Ja, das sind auch Spieltechnik-Sachen, also wie zum Beispiel, wenn ich den Ton leise ins Sostenuto-Pedal lege, dann habe ich die Resonanzen in diesem Ton, aber die anderen Töne sind weiterhin staccato zu spielen. Und das kann man nutzen zum Beispiel für sowas. Also hier habe ich das Sustain-Pedal wenig benutzt und hier habe ich jetzt immer wieder die Resonanzen in diesem D wiederkehrend. Und so habe ich ein bisschen mehr Raum. Also ich kann das auch ins Sustain, ins Forte-Pedal legen. Klingt ganz anders, ne? Und auch diese Feinheiten kommen hier rüber. Das finde ich wirklich toll gemacht. Ja, also beeindruckend, die ganze Technik dahinter. Jetzt vielleicht können wir noch mal darauf eingehen, was unterscheidet die beiden jetzt, NV6 und NV12, dass man das vielleicht für mich noch mal ja, so gut, ein bisschen okay. zusammenfasst. Das eine ergibt sich ja schon durch das Design. Das ist ein Upright-Design und das Flügeldesign ist eben, die Gehäuse sind schon sehr, sehr unterschiedlich und geben das vielleicht auch vor, aber wenn man es nicht sehen kann, hier drin arbeitet eine andere Mechanik als dort. Hier ist eine Klaviermechanik, das ist diese Millennium-Mechanik mit ABS-Hämmern, so wie Kawai, die auch in akustische Klaviere baut. Da sind natürlich keine Filzhämmer drin, sondern die sind schon dann für das elektronische System angepasst, aber letztendlich sieht das genauso aus wie eben diese Klaviermechanik. Und dort ist eine Flügelmechanik verbaut. Und deswegen spielen die sich auch unterschiedlich. Ich fand das Spielen am NV12 fand ich dann nochmal anders. Ne? Also Stimmt. da muss ich dann 2 Wochen üben, um das wirklich leisten zu können, weil ich kaum akustisch spiele. Und ich finde, dass hier fühle ich mich wie an einem Klavier eigentlich, nur ist auch hier diese Irritation. Das wirkt wie ein Klavier, aber es ist dann trotzdem eine perfekt aufgenommene Studioaufnahme von einem Flügel. Und das klingt dann erstmal so gar nicht wie ein Klavier. Ja. Also da muss man sich auch drauf einlassen. Ja. Gut, es gibt ja auch ein Upright-Klavier, da kannst du vielleicht nochmal durch die Sounds gehen. So. Aber das ist so der markante Unterschied, das ist die Tastatur und die Mechanik vor allem. Und dann natürlich ist da ein anderer Transducer drin und da ist eine Flügeltastatur drin, das ist alles schon auch wieder hochwertiger. Ja. Und das, das merkt man dann auch im Preis. Ja. Wollen wir nochmal tauschen? Okay, gehen wir noch mal ein bisschen durch die Sounds. Eben hatten wir ja diesen Competition Grand, das war auch ein SKX Shigeru Kawai Flügel, den man zum Beispiel auch aus dem CA 901 kennt. Ja. So, wir gucken mal weiter. Und mich interessiert jetzt natürlich, du kennst ja die Sounds auch vom NV12, wie sich da gespielt. Vielleicht spielt sich das hier anders. Ne? Also vielleicht bekommst du einen anderen Eindruck. Ja, also bei dem Sound merke ich jetzt natürlich schon, dass die Tastatur doch nochmal, gerade hier hier oben, wo ich gespielt habe, dass da doch ein bisschen mehr Kontrolle möglich war. Ach, okay. Bei der anderen Tastatur. Okay. Ja. Das war jetzt der EX Concert Grand. Ja. Auch ein großer Flügel von Kawai. Dann haben wir den SK5, das ist ein kleinerer Flügel. Klingt auch schön. Ja, super. Hat auf jeden Fall, sind sehr
facettenreich, die Sounds, also haben doch einen deutlichen Unterschied. Ja, so jeder in für sich, ne? Ja. Sind wirklich, wirklich sehr unterschiedlich. Der hatte jetzt wirklich eine ganz andere Farbe. Und ist jetzt auch so, man merkt es vielleicht auch so ein bisschen, man muss sich dann hier auch ziemlich drauf einlassen. Also der andere Sound, normalerweise kann man die durchskippen und das ist mehr oder weniger sehr ähnlich, aber hier merke ich jetzt, okay, da müsste ich jetzt nochmal konzentriert mit dem Sound spielen, das ist doch nochmal anders. Und das ist das, was ich mit der Tiefe meinte. Die Tiefe, die ist etwas, das ist schön, aber man muss sich auch ein bisschen drauf einlassen. Man muss da investieren. Ich glaube, wenn man das kann man auch so darstellen. Jetzt stell dir vor, du spielst diese Sounds über so eine Synthetastatur, ja? Oder so ein USB-Master-Keyboard. Ja. Dann spielen die sich irgendwie, da merkst du, ja, okay, der Sound ändert sich. Aber du merkst nicht, wie unterschiedlich die sich eigentlich spielen. Und beim Digitalpiano hast du schon eher eine Idee davon. Und dann bestimmt bei so einem tollen Digitalpiano wie dem CA901 von Kawai, da merkst du dann auch schon diese Unterschiede. Aber ich glaube, hier ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Ja, also jetzt mit diesem Upright Sound sich wieder auf die gleichen Sounds wie bei dem NV12 einzulassen, ist ganz anders, weil einfach der Klang einfach anders ist. Die Bauart ist anders. Ne? Ich habe hier quasi hier den Kasten vor mir, das ist ganz was anderes wie auf dem NV12 und dementsprechend ist es jetzt gar nicht so einfach, da jetzt reinzukommen. Ne? Und da muss man sich drauf einlassen, aber trotzdem natürlich auch Hammer, wie die Variantenreichtum zu hören ist über dieses Transducer-System. Also das ist schon erstaunlich. Ja, das finde ich auch. Wollen wir das Upright noch hören? Dann haben wir eigentlich ja so den entsprechenden Klang für die Bauweise. Also auch nett, geil. Es passt eigentlich perfekt zu der, ist jetzt der perfekte Sound zur Bau. Ja, da ist eigentlich die Simulation perfekt. Ja. So, das ist jetzt ein Upright gewesen. Ja. Und das sieht genauso aus. Ich würde da überhaupt nicht eine Sekunde lang in Frage stellen, dass es kein akustisches Instrument ist. Ja, also wenn man auch dann wirklich so Upright-mäßig spielt, so. Also das ist wirklich, das ist das eigentlich, ja. Ja, keine weiteren Fragen. Ja, dann können wir eigentlich ja auch fast schon. Fast. Aber wir müssen noch eine Sache ausprobieren. Wir müssen noch USB-Audio MIDI zeigen. Okay. Denn das ist nämlich auch eine wichtige Neuerung an den Instrumenten. Man kann Musikcomputer, Tablets, Smartphone mit USB anschließen und hat die Audiosysteme beider Geräte miteinander vereint. Bin ich mal gespannt. Gut. Okay, schließen wir noch schnell das iPad an, um das auszuprobieren. Und da probieren wir, ja, wie auch schon beim NV12, nochmal die tolle App Pianotech mit einem Shigeru Kawai SKEX. Den gibt es nämlich auch hier in Pianotech. Und jetzt hören wir, kannst du mal probieren? Ja, es funktioniert. Wunderbar. Macht auch Spaß. Macht auch Spaß. Wichtig zu wissen, auch externe Klangerzeuger wie jetzt diese App klingt über das System wirklich gut. Einwandfrei, ja. Also wirklich toll. Es scheint für Klavierklänge geradezu gebaut zu sein. Prädestiniert. Ja, dann können wir gerne zusammenfassen. Ich bin hier genauso begeistert oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht. Das ist ein ganz tolles Digitalpiano. Man darf ja nicht vergessen, es ist ein Digitalpiano. Hier wird nichts akustisch erzeugt. Und es sind die akustischen Elemente oder die Elemente aus dem akustischen Klavierbau hier drin, die das Erleben einfach dann plastischer machen. Das ist einmal eine echte Holztastatur. Da muss man gar nicht fragen, sind das nur Holzelemente da irgendwie verbaut? Ist das irgendein Fake? Oder nein, es ist eine echte Klaviertastatur. Da ist eine echte Mechanik drin, wo die Hämmerchen laufen und auch anschlagen. Das spürt man auch.
das Transducer-System, auch aus der Akustik und die Verbindung eigentlich zwischen elektronischem Klang und der akustischen Wiedergabe. Das ist toll gemacht. Also ich spiele ja seit Jahren einen Kawai CA99, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und wer das Video kennt damals, als wir das getestet haben, habe ich gesagt, das ist unglaublich, dass man an einem digitalen Piano sitzt und trotzdem das Gefühl hat eines akustischen Klaviers. Und dieser Eindruck von damals, der hat sich hier nochmal deutlich verstärkt und verbessert. Also das ist wirklich, es rückt immer mehr zusammen, upright akustisch, upright digital. Man kann es kaum noch klanglich und auch spielerisch auseinanderhalten. Und auch, wie gesagt, die Tastatur hat nochmal einen riesen Schritt nach vorne gemacht, hat noch mehr dieses Klavierfeeling, ist schön schwergängig im positiven Sinne. Also ein richtig tolles Instrument, auch zum Beispiel zum Üben für Studenten oder auch Leute, die beruflich damit zu tun haben. Es sieht super aus, Sound ist cool. Ja, es kostet auch ein paar Euro, aber man muss sagen, es ist schon auch ja, der Preis-Leistung ist auf jeden Fall was für mich irgendwie passt und wo man sich vielleicht auch mal wirklich mal angucken sollte, ob das vielleicht auch interessant ist für einen selbst. Das denke ich auch. Da bleibt ja noch der Vergleich offen. Ist nicht vielleicht doch ein akustisches Klavier besser? Das muss man natürlich selber entscheiden. Das ist kein akustisches Klavier, das merkt man beim Spielen. Aber es ist irgendwie ich würde sagen, sehr, sehr nah dran. Also ich habe eben von Irritation gesprochen. Ja, das stimmt. Man spielt hier eigentlich Flügelsounds oder man könnte auch ein E-Piano spielen. Viele, viele Dinge haben wir ja gar nicht erwähnt, die auch noch hier drin sind. Wenn ihr das erfahren wollt, bitte schaut unter dem Video nach. In der Beschreibung haben wir die Links zu den Testberichten und zu den Spezifikationen und auch den aktuellen Preisen. Schaut euch das gerne an und auch natürlich das Video über den NV12 Flügel der Novus-Reihe. Und also für mich ist das top-notch, wenn es darum geht, eben so ein Upright-Design zu haben. Wunderbar in Hochglanz, sieht toll aus, fühlt sich toll an. Ein Wort noch, was ich auch schon beim NV12 gesagt habe, das ist so ein Instrument, was ich mir ganz gut vorstellen kann, wie bei meinem Use Case, dass ich quasi ein Studio habe und da einfach toll Klavier spielen möchte, aber trotzdem noch die ganze MIDI-Funktionalität haben möchte mit USB-Audio und dass ich einfach da auch in meine DAW, in Logic oder Cubase oder was auch immer meine MIDI-Daten und meine Sounds reinspielen kann und habe dann das Beste aus beiden Welten. Ich bin voll digital, habe aber eine tolle Tastatur und kann, wenn ich möchte, auch mal akustisch spielen und bin dann halt extrem nah dran am Klavier. Wenn man ein Klavier kaufen will, ist das einfach was anderes, dann spiele ich Klavier und dann kann ich in der Regel nur Klavier spielen. Aber das ist so, das ist schon so ein Hybrid-Klavier, wo die Welten so ein bisschen verschwimmen und das finde ich cool und da, glaube ich, sollte man einfach mal anspielen und mal reinschauen. Richtig tolles Instrument. Finde ich auch.